Es geht auf dem Rheinradweg durch den Südwesten. Bei jedem Wetter. Mit vielen Herausforderungen und richtig viel Spaß. Wow, wir sind raus. Guck ich mal, was in der Entenpost steht. Was der Ramon so erlebt hat. Hallo Anna, meinen treuen Begleiter auf unserer Geburtstagstour gebe ich hiermit an dich weiter. Viel Glück und immer Luft im Schlauch, Ramon. Und vor allem bei so einem E-Bike hoffentlich immer einen vollen Akku. Das ist schön, dass sie mitkommt. Die Ente, 10 Jahre werden wir alt. Deshalb hat es auch den Geburtstagskuchen oben drauf. Und wir feiern das, in meinem Fall jetzt mit 300 Kilometern Tour, die vor mir liegen. Diese 300 Kilometer teilen sich aber auf in 5 Etappen. Also wenn man einigermaßen geübt ist mit Radfahren, sollte das gut hinhauen. Dazu natürlich alles, was zu einer Expedition gehört. Gutes Essen, nette Menschen und viel tolle Landschaft. Freue ich mich drauf. Ja, da fahre ich mal los. Wir bewegen uns entlang des Euro-Velo-Weges 15, dem Rheinradweg. Der führt uns von Karlsruhe über die schöne Pfalz bis Mannheim. Einen Abstecher nach Hessen gibt's in Lampertheim. Bei Worms geht es wieder zurück nach Rheinhessen. Wir streifen Nierstein, Mainz und Bingen. Das weltberühmte obere Mittelrheintal führt uns schließlich zum Ziel in Koblenz. Mein erstes Highlight, das idyllische Jockrim. Im Ortskern begegnen uns überall Kunstwerke. Am Rhein fasziniert nicht nur die tolle Landschaft, sondern auch der Reichtum seiner Bodenschätze, die der Fluss im Laufe von Jahrmillionen angeschwemmt hat. Kieswerke kennen Sie alle, aber dass Lehm hier früher ein wertvoller Grundstoff war, das erzählen nur noch ein paar wenige Ziegeleimuseen in der Südpfalz. Und genau hier hat sich ein Oberschwabe ja so richtig verliebt in die Pfalz. Was der mittlerweile hier macht, zusammen mit seiner Frau, das gucke ich mir jetzt an. Herr Haag, ich habe schon gehört, Sie waren so ein bisschen der Mann, der sich hier verliebt hat und gesagt, hier will ich was machen. Ja, ich habe mich in die Maschine verliebt, in die Diesellokomotiven. Wie alt ist die Maschine jetzt, die vor uns steht? Die ist 1934 gebaut, Ja. und das ist ein Eigenbau. Das ist das Besondere an der Lokomotive, die wurde von Tüftler entwickelt. Und Sie können sich da so noch mal reinfuchsen, dass das alles auch noch mal anfängt zu knattern und loszuziehen? Ja, es sind eigentlich einfache Motoren, die Dieselmotoren, keine Elektronik. Da weiß man genau, wenn es klopft und wenn es nagelt, ist diese Schraube kaputt und die kaputt. Also man kann sie leicht bedienen, wobei es natürlich Lokomotiven gibt, da braucht man Männerschweiß. Jetzt! Jetzt! Heute hilft aber auch kein Männerschweiß. Die Maschine will einfach nicht. Ja, man muss mit dem Frust umgehen können mit so alten Maschinen, oder? Gute Maschine. Ja. Aber Sie haben ja eine große Sammlung hier, dann gucken wir uns einfach was anderes an. Gerne. Ja? Wo gehen wir hin? Zu unserer Deutschlokomotive, die hoffentlich jetzt anläuft. Haben Sie ein gutes Gefühl? Ja, Ja? unbedingt. Unbedingt. Diese ganze Geschichte überhaupt jetzt zu sagen, so ein altes Ziegeleigelände, das wäre was für mich. Wie kam das denn? Ja, wir haben eigentlich
einen Baggersee gesucht mit Baggerschiff. Ja. Und das hat nicht so geklappt. Und dann kam uns Zufall die Ziegelei am Rhein. Das ist ja fast genau das Gleiche sozusagen. Ja. Und haben uns dann verliebt am ersten Tag, als wir durchgelaufen sind. Alle Dächer sind eingefallen, Ölfässer sind rumgeschwommen hier, das war richtig sympathisch. Und dann haben wir gesagt, okay, das kaufen wir jetzt. So Aber einfach war das. Wenn ich sie mir so angucke, der Hut, der ist jetzt auch nicht gestern gekauft worden. Den tragen Sie auch schon länger. Ja. Den haben wir hier entdeckt beim Kauf. Das war der Hut vom ehemaligen Besitzer. Ach toll, okay. Der hing oben in der Garderobe Ja. dran. Und auch die frühen Mitarbeiter wussten, das ist im Chef sein Hut. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist im Chef sein Hut, das bleibt das meiner und der wird nie verkauft, der wird auch nie weggeschmissen. Und solange der Hut lebt, bleibe ich hier. Sehr cool. Der wird noch viele Jahre leben, der Hut. Sie sehen, der macht einen guten Eindruck. Ist Ja, der gut hat so- durchlüftet, ja. vom Feinsten. Ja. Was ist jetzt hier genau passiert, Frau Haag? Also hier wurde der Lehm angeliefert. Genau, also hier wahrscheinlich so rausgekippt. Ja, da stand ein Kastenbeschicker und der wurde dann portionsweise aufs Förderband gebracht, um dann in den Maschinenraum zur Strangpresse zu gelangen. Und je nach Mundstück wurde hier quasi dieser Strang, dieser Lehmstrang rausgepresst und mit diesem Schneidwerk geschnitten. Und sowas in der Form natürlich dann noch Zum weich Beispiel. kam hier an. Ja. Jetzt Rein. kommen die Steine hier raus zur Trocknung. Die kamen aus der Presse, wurden dann hier feucht gelagert. Genau, die wurden hier verteilt und wurden hier reingestapelt. Wie lange lagen die hier? Naja, bei gutem Wetter und warmem Wind 14 Tage. Aber bei Regen und schlechtem Wetter hat es unter Umständen auch länger dauern können. Da musste man sich dann darauf einstellen. Wir sind jetzt hier im Ringofen. Sehen Sie ja dieses Gewölbe, Ja. wie so ein alter Gewölbekeller. Und wie lang ist dieser Tunnel insgesamt? Gut 85 Meter. Und dann geht es ja um die Kurve. Ja. Also wir haben hier quasi 200 Meter Tunnel am Stück. Dieser Ringbrandhofen ist als Ganzes hier noch erhalten. Und das ist eine Seltenheit. So in der, das ist ja. besonders. Inzwischen hat der Chef seine Maschine zum Laufen gebracht. Weiter geht's nach Germersheim. Die mächtige, mehr als 250 Jahre alte Festungsanlage lässt sich mit dem Fahrrad perfekt besichtigen. Speyer erreichen wir durch das Altpörtel. Gegenüber des alten Stadttores der mächtige Dom. Nördlich von Speyer gibt es zahlreiche Altrheinauen. Zeit für eine kleine Pause. Mein heutiges Tagesziel ist nicht mehr weit entfernt. Die Blaue Adria bei Altrip zählt zu den größten Naherholungsgebieten im Südwesten. Hier endet die erste Etappe an der Blauen Adria. Das klingt schon mal großartig. Was vor allem großartig war, dieses Unterwegssein entlang des Rheins. Erstmal fühlt man sich natürlich angetrieben auf so einem E-Bike. Und wenn dann der Fluss noch in die gleiche Richtung unterwegs ist, man schwebt quasi. Und trotzdem finde ich jetzt, am Ende von Etappe 1 habe ich mir was verdient. Ich gehe jetzt erstmal einen trinken.
Am nächsten Morgen überquere ich den Rhein. Wir fahren auf der relativ kurzen zweiten Etappe vom rheinland-pfälzischen Altrip übers baden-württembergische Mannheim ins hessische Lampertheim. Nach 43 Radkilometern machen wir dann Halt in Worms. Der Radweg führt entlang des wunderschönen Naturschutzgebietes auf der Reißinsel. Beim Abstecher in die Mannheimer Innenstadt fällt mir auf, dass Karl Dreis hier einst seine erste Radtour begonnen hat. Gegenüber in Ludwigshafen die BASF. Bei einer Rheinradtour im Frühling fallen die vielen Spargelfelder auf. Grund genug, sich dieses weiße Gold mal näher anzuschauen. Das Amt der Weinkönigin ist ja sehr bekannt. Was macht man als Spargelkönigin? Auch wahrscheinlich so repräsentative Aufgaben? Man hat eigentlich die gleichen Aufgaben wie die Weinkönigin auch. Die Feste, wo wir uns immer wieder getroffen haben, waren auch die gleichen. Okay, also nur, dass ich halt den Spargel repräsentiert habe in meiner Amtszeit. Und ich nehme mal stark an, dass das auch nur geht, dass man Spargelkönigin ist, wenn man auch aus so einer richtigen Spargelfamilie kommt. Das wäre von Vorteil, ja klar. So wie bei einer Winzerfamilie. Das heißt, wo wir Genau. jetzt stehen, das ist euer Spargelacker? Genau, richtig. Das ist unser Spargelacker, ja. Also ich bin ja schon froh, dass ich unterscheiden kann zwischen weißem und grünem Spargel, aber ihr habt noch viel mehr. Ja gut, der weiße Spargel ist im Verkauf immer der weiße Spargel, aber klar gibt es verschiedene Sorten, Ramirez, Raffaello, Geinlim, ganz viele mehr. Und was wir hier jetzt sehen, das ist aber dann nicht alles, was ihr habt, wenn du jetzt schon sagst, Nein. ganz viel mehr. Das ist eine Sorte, hier auf dem Feld ist der Ramirez. Kann man denn schon Spargel stechen? Dann zeig mal, wie du das machst als Profi. Wir setzen mit 2 Fingern rechts und links davon an, graben runter, halten den Spargel ein bisschen fest, graben runter. Möglichst tief, aber beim Stechen muss man aufpassen, dass wir die Wurzel nicht verletzen, weil aus einer Spargelwurzel wachsen ja mehrere Spargel. Das heißt, es könnten immer noch kleine Spargel hier unten drin sein. Die Spargel wachsen unterschiedlich schnell aus der Wurzel. Ja. Deshalb gibt es große, die wir jetzt stechen. Und zwar müssen wir das Stechmesser ganz unten ansetzen, dass wir die gewünschte Länge haben. Und vorsichtig stechen. Und dann haben wir den Spargel. Ah, sehr schön. Lieblingsart, den Spargel zu essen für dich? Als Spargelquiche. Als Spargel, das musst du ein bisschen beschreiben. Was macht Genau, man also dafür? so eine Quiche, ein Mürbteig. Grüne Spargel, weiße Spargel abkochen und dann mit Sahne, Ei, Kräuter und dann Backofen. Ach schön, das klingt sehr, sehr gut. Ist auch sehr, sehr lecker. Und historisch hat der Spargel ja auch was zu bieten. Was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass der Lampertheimer Spargel 1936 in der Hindenburg schon mitgeflogen ist. Der wurde da verzehrt. Also das heißt ja, dass es dann was Exklusives und Tolles war, weil dort musste man ja auch entsprechend dieses Flugschiffs, dieses Zeppelins auch exklusive Sachen zubereiten. Richtig. Ja? Ja, Also quasi die Auster aus Lampertheim so ein bisschen. so ist es. So ist es, ja. Also in Lampertheim gibt es tollen Spargel, das haben wir gesehen. Und jetzt will ich aber an die Rheinauen. Da hat man nämlich was gemacht, dass auch gehandicapte Menschen die richtig gut erleben können. Das gucke ich mir jetzt nicht mit dir an, Stefanie, aber mit deiner Mama. Ich muss jetzt mal sagen, das ist eine ganz tolle Alternative zu meiner Radtour, weil ich mich jetzt endlich mal fahren lassen kann. Danke, Sandra. Ja, mache ich doch recht gerne. Ja, das macht richtig Spaß, also auch als Fahrerin. Ja, auch als Fahrerin? Ja, man freut sich, dass man den Menschen eben, die mobilitätseingeschränkt sind, eine Freude machen kann und die mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren kann. Ja. Also das macht ihr hier vor allem zum Beispiel jetzt für Leute, die eigentlich im Rollstuhl sitzen oder einen Rollator haben, die können mit euch hier rumfahren? Ja, und alle, die irgendwie mobilitätseingeschränkt sind, können hier mit der E-Rikscha gefahren werden. Und die Rheinauen,
so richtig schön aufsaugen. Das Naturschutzgebiet Bietensand und die Bonauer. Also man kann hier auf dem Bietensand nicht überall fahren, weil die Wege nicht überall für die Rikscha breit genug und geeignet sind. Aber man kann doch schon einiges zeigen. Was gefällt dir hier so gut, Sandra? Ja, das Unterschiedliche, was man hier alles erleben kann. Also wir haben ja den Fluss, den Rhein, dann fährt man hier rüber, dann kommt man ins Grün. Wenn wir jetzt nach links abbiegen würden, dann kommen wir auf die Zeil, das ist eine Apfelwiese. Also es gibt ja ganz viel zu sehen. Das, was man hier sieht, ist der Rallengraben, der momentan ganz wenig Wasser führt. Und der Rallengraben, der führt ins Welschloch. Und das Welschloch, das ist sehr bekannt, weil hier sind sehr viele Vögel. Der Rhein ist so die Linie für die Zugvögel, wo sie sich dran orientieren. Und ganz viele Zugvögel machen hier Rast, wie er gibt. Wissen hast du alles so richtig drin mit Heimatliebe abgespeichert. Ja, ich liebe meine Heimat, bin sehr naturverbunden und den Bietensand liebe ich sowieso. Und wie du schon sagst, also hier so ein verwunschener Ort, diese Stille, man hört jetzt die Vögel zwitschern und hier einfach mal ein paar Minuten stehen und sich einen Rallengraben oder eben das Welschloch anschauen, das ist entspannend, tut der Seele gut. Total, Kopfurlaub. Dann hören wir jetzt mal zu, wer hier alles so wohnt. So schön weiter bis nach Koblenz. Das wird mir sehr gut gefallen. Würdest du das schaffen, Sandra, so von deiner Fitness her? Ach, das weiß ich nicht, mit Pausen. Also ich habe schon größere Fahrradtouren gemacht. Ich liebe das Fahrradfahren. Könnt mal probieren. Können wir mal probieren, ne? Wow. Wir sind raus. Über die Nibelungenbrücke geht's nach Worms. Elektromobilität ist sowieso ein wichtiges Stichwort und das E-Bike, das kennen wir jetzt alle schon länger, aber mein Highlight war heute definitiv die E-Rikscha. Das war so komfortabel und dann wirklich gefühlt gleiten durch das Naturschutzgebiet, sowas von entspannt. Und dabei habe ich dann noch erzählt bekommen, was es damit auf sich hat. Perfekter Tag, es war super. Etappe 3 beginnt in Worms und führt uns über 55 Kilometer rheinabwärts an Aich, Oppenheim und Nierstein vorbei bis Mainz. Und mit ein wenig Glück hat man auf einer solchen Radtour auch unerwartete Begegnungen. Hallo. Das sieht ja schön idyllisch aus. Was für ein Pausenplätzchen. Es ist idyllisch. Das heißt, Sie sind öfter hier unterwegs? Ja, ich gehe täglich reiten und bin meistens am Rhein. Ach, wie schön. Dann hier dann auch auf dem Weg, wo ich gerade Rad gefahren bin? Bis Ebersheim. Das ist toll. Oder in die Richtung bis zur Fähre. Also täglich, das, weil Sie einfach Zeit dafür haben? Ja. Was ist für Sie so reizvoll an der Strecke hier unterwegs zu sein? Ja, ich bin eigentlich aus dem Schwarzwald, als Kind im Schwarzwald groß geworden. Was man auch noch deutlich hört jetzt, ne? Wohne seit 40 Jahren aber da. Okay. Und der Rhein hat mich wirklich getröstet. Getröstet? Ja, weil als er herfährt an Ludwigshafen vorbei und so, dann habe ich dann, meine Güte, wo wohne ich jetzt? Also, ja, es ist halt Industriegebiet, ne? Genau. Ja, das stimmt. Und der Rhein, der ist ja wirklich einfach zauberhaft. Ja, und mir hat das Glück, dass man fast immer alleinig ist. Das finden Sie gut? Ja, das finde ich schön. Okay. Und wenn Sie dann so einen Ausritt machen, wie lange geht eine Tour? Ich gehe jetzt so eine Stunde reiten ungefähr und dann darf er jetzt im Frühling so eine Dreiviertelstunde fressen, bis die Koppel aufgeht. Man hört es, das genießt er gerade sehr, jetzt hier auch schon, ne? Ja, er wird sonst nicht so einfach so stehen bleiben. Ja, schön, dann euch eine schöne Pause mit Buch und viel Gras. Vielen Dank. Und ich reite Ihnen auch noch mal eine weiter. schöne Fahrradtour. Dankeschön. Weiter geht's am Schwarzen Loch vorbei Richtung Aicher See. Übrigens, hier irgendwo soll der Nibelungenschatz liegen. Fast genauso wertvoll ein Wochenendhäuschen am See.
Bei Guntersblum ist der Rhein ein breiter, träger Strom. Nierstein mit seiner weltberühmten Weinlage Roter Hang. Eine gute Gelegenheit für mich, eine Weinprobe zu machen. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Da freue ich mich jetzt auf eine kleine Radpause mit Wein. Ja, genau. Aber bevor wir den Wein probieren, gehen wir zusammen in den Roten Hang und ich zeige dir, was das Besondere am Roten Hang ist. Da kommt er nämlich her, ne? Da kommt er auf jeden Fall her und dann machen wir uns jetzt auf, Danach oder? schmeckt er besser, glaube ich, Gut. oder? Ja, doppelt so gut. Hier sieht man ziemlich klar, warum es der Rote Hang ist. Ne? Das ist die Farbe der Erde hier. Genau, genau. Also das Eisenoxid färbt die Erde hier einfach rot. Das ist ein Rotschiefer-Verwitterungsgestein. Das macht einfach die Mineralik im Wein aus, was du später schmecken wirst. Also macht einen besonderen Geschmack, aber du hast schon gesagt, eine besondere Arbeit. Jetzt hast du ja schon vom Anlegen gesprochen. Du bist ja wirklich einfach so rein in den Beruf, ohne aus einer richtigen Winzerfamilie zu kommen. Ich habe vor 17 Jahren gesagt, ich will eigentlich diesen Versuch antreten, ein Weingut aufzubauen, ohne dass ich da jetzt ein Erbe im Hintergrund habe. Also ich finde, das ist ein toller Beruf. Ich bin voller Bewunderung, aber man weiß, es ist viel Arbeit. Warum bist du auf die Idee gekommen, ich werde jetzt Winzer? Mir macht das Arbeiten als ökologischer Winzer unheimlich viel Spaß, weil ich einfach die Natur beachte und einfach nicht missachte. Wenn du jetzt sagst, genau, das Ökologische, das ist dir ganz wichtig, das machst du auch ganz konsequent. Was ist hier anders? Ja, wie man das hier sieht, unterm Stock stehen hier und da ein paar Grashalme. Das darf sein, es darf halt nicht zu viel sein. Die Pflanzen, die unter dem Stock oder neben der Rebe wachsen, ziehen ja auch Wasser und auch Nährstoffe aus dem Boden. Und da muss man ein gesundes Gleichgewicht finden. Und wir arbeiten halt hier rein mechanisch mit der Unkrautbekämpfung sozusagen. Wir sehen, dass ich hier vor 2 Wochen circa mit der Scheibe lang gefahren bin. Da sind ein Teil der Pflanzen irgendwie so ein bisschen abgestorben. Ja? Die sind einfach getrocknet oder vertrocknet, weil ich die Wurzeln abgeschnitten habe. Und das ist ein einfaches System. Man muss immer wieder neue Wege denken. Und jetzt, wo wir hier stehen, Philipp, also erstmal der Rote Hang, diese tolle Lage und dann der Rhein, auf den wir blicken. Ja. Wie ist das hier für dich? Das ist wunderbar. Also ich bezeichne hier die Lage, heißt Niersteiner Hipping. Und wenn man den Wein von hier dieser Lage probiert, dann habe ich immer das Gefühl, der ist richtig schön leicht. Jetzt habe ich viel von dir gelernt, jetzt gehen wir aber auch probieren, oder? Ja, definitiv. Auf ins Weingut. Ich schenke jetzt einfach mal einen Schluck von unserem Roten Hang Riesling Trocken ein. Der kommt aus verschiedenen Parzellen des Roten Hangs und ist sozusagen ein Cuvée aus Riesling und Riesling und Riesling. Und riecht sehr, sehr fruchtig und sehr intensiv. Genau, und wenn man den dann mal probiert, dann hat man nicht nur die Frucht, sondern man hat auch eine richtig schöne Mineralik. Was heißt jetzt Mineralik? Dass das so ein bisschen perlt auf der Zunge? Ja, das ist das, was man schmeckt im Prinzip, was den Boden wirklich ausmacht. Ja? Also wir haben eine ganz andere Mineralzusammensetzung, wir haben diese rote Farbe, die wir gesehen haben. Das bringt ganz andere Stoffe mit in den Wein, wie wenn ich in einem Löss-Standort anbaue. Prost mal. Lass es dir schmecken. An Nackenheim vorbei geht's dann beschwingt Richtung Mainz. Rhein und Wein, das sind zwei Sachen, die auf jeden Fall zusammengehören. Das merkt man auch auf der Tour. Schöne Weinlagen, Rebstöcke. Und deshalb war es heute einfach toll, dass ich beim Philipp auch ein Schlückchen Wein trinken durfte. Fahrradfahrerkompatibel, nicht zu viel. Und heute 55 Kilometer, deshalb mein Highlight. Ich muss es jetzt mal erwähnen nach Tag 3, diese Hose.
Also eine Fahrradfahrerhose, schön gepolstert und ganz ehrlich, wenn man so lange auf dem Sattel sitzt, das braucht man auf jeden Fall. Das schont den Hintern. In Mainz führt die 4. Etappe über Bingen ins obere Mittelrheintal. Trechtingshausen und Bacharach liegen auf unserem heutigen Weg nach St. Goar. Auf dem Eurovelo-Radweg gibt es natürlich keine Sonnengarantie. Es regnet ab und an und da kann ich nur so eine Regenhose empfehlen. Das hilft total. Man suppt nicht total durch und kann einfach weiterfahren. Immer wieder fallen mir die vielen Weiden und Pappeln auf. Kurz vor Bingen frage ich deshalb mal nach, beim NABU. Hallo. Hallo, moin. Ich bin gespannt, was man hier jetzt lernen kann. Kurze Fahrradpause mit Wissen vom NABU. Sehr gut. Ja, wir befinden uns jetzt hier auf der unserer Neubaufläche, dem sogenannten Auenland, mit unserem schönen Neubau. Also alles hier komplett neu angesiedelt. Alles neu, toll. genau. Es sind ganz viele, sag ich mal, Lebensräume hier entstanden, die wir auch in den natürlichen Rheinauen antreffen Also wie so eine Art Rekonstruktion Ja, hier. genau. Ja. Also auf kleinem Raum, alles ein bisschen komprimiert. Das sind zum Beispiel die Streuobstwiesen, die stehen so ein bisschen für die landwirtschaftliche Nutzung auch hier in den Gebieten am Inselrhein. Was haben wir hier? Das ist ein Teich. Da geht es natürlich in erster Linie um die Amphibien und um Insektenlarven, die sich dort entwickeln können. Das ist im Prinzip auch das Ziel, die Besucher und Besucherinnen aus den, sag ich mal, empfindlichen Naturschutzgebieten herauszuholen, ein bisschen hier auf die Fläche. Und dann kann man sich hier im Kleinen anschauen, was es in den Rheinauen eben für Lebensräume gibt, für Tier- und Pflanzenarten. Was hat es jetzt mit diesem Wasser hier auf sich? Sieht ja noch mal ganz anders aus als oben. Das ist so eine Feuchtmulde. Feuchtmulden entstehen im Prinzip, wenn es viel geregnet hat oder nach dem Hochwasser. Das sind Gewässer, die nur eine gewisse Zeit lang bestehen, aber ganz typisch sind auch für die Rheinauen und die auch ganz vielen Larven, zum Beispiel von Amphibien oder auch von Insekten, die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln. Also zum Beispiel Libellenlarven entwickeln sich im Wasser und dafür sind diese kurzfristigen Wasserstellen ganz wichtig. Also was man immer wieder sieht, wenn man den Eurovelo-Radweg fährt, das sind Pappeln. Hier habt ihr jetzt auch welche stehen. Warum so oft diese Pappeln am Rhein? Ja, weil das sind ganz typische Bäume für die Flussufer, also für Flussufer. Und am Rhein ist das natürlich ganz häufig. Wo die Pappeln stehen, da ist immer irgendwas, ist Wasser. Die können gut mit Feuchtigkeit. Genau, also die sind eben in der Lage, und das ist ja für Gehölze eine außergewöhnliche Fähigkeit, diese wechselnden Wasserstände zu ertragen. Also ich sag mal, am Hochwasser, da stehen sie unter Wasser. Ja, und das kann auch wochenlang dauern. Und im Sommer kann es aber auch hier wirklich extrem trocken werden. Diesen Spagat, das können einfach nicht viele Pflanzen. Pflanzen nicht und auch insbesondere Gehölze nicht. Und das können eben Pappeln, wie auch zum Beispiel andere Weidenarten. Und hier sieht man ja schon, was die Pappel alles kann bei eurem Zentrum. Das ist eine ganz nachhaltige Form der Fassadengestaltung. Das ist Pappelholz, das thermisch behandelt ist, weil die Pappel an sich ein weiches Holz hat. Und durch diese thermische Behandlung wird das sehr viel stabiler. Also das hält jetzt erstmal. Genau, ja, das wollen wir hoffen, ja. Ich habe hier noch mal ein bisschen Pappelwolle mitgebracht. Das ist hier auch in den Rheinauen eine Attraktion, wenn die rumfliegt. Und zwar sind das die Samen, der kleine Haarschopf. Und das ist im Ende Mai, Anfang Juni ist das so stark, dass man teilweise das Gefühl hat, es ist wie so ein Schneegestürm. Genau. Und auch am Wegrand sieht es aus, als würde Schnee liegen. Also es ist wirklich sehr hübsch anzuschauen. Also auf jeden Fall Tipp Rheinauen, Ende Mai haben Sie gesagt. Ende Mai, Anfang Juni geht das, ja. Genau, ist das ganz heftig, ja. Der berühmte Binger Mäuseturm weist uns dann den Weg ins Mittelrheintal mit seinen Burgen und Schlössern.
Der Regen wird immer schlimmer und so mache ich dann eine Pause. Schön mit Blick auf den Rhein. Beim schönen Bacharach reißt der Himmel zum Glück wieder auf. Hallo. Ach, hallo. Seid ihr sehr konzentriert? Sieht zumindest mal so aus, als wäre das was ganz Konzentriertes, was hier vor sich geht. Bei dem schönen Wetter jetzt hier, gell? Hast du schon mal gespielt? Oder? Tatsächlich mal Bull, aber das ist schon ewig her. Ich weiß, es geht, glaube ich, darum, möglichst nah an die kleine Kugel, ans Schweinchen ranzukommen. Genau, Ne? Schweinchen oder Wutz, wie man es nennt. Genau. Richtig, ja. Okay, wenn man jetzt gar nichts weiß, müsst ihr mir schon so ein bisschen erklären. Also im Endeffekt der Abwurfkreis, das heißt, man muss mit beiden Füßen drinstehen. Ja. Und muss jetzt versuchen, möglichst nah an dieses Schweinchen ranzukommen. Und der Kreis bleibt immer gleich, der die bleibt ganze immer an der Zeit. gleichen Stelle liegen, Okay. ja. Wie werft ihr? Also so rum. Im Endeffekt so. Aber einfach mal versuchen. Okay. Aber berühren darf man es nicht. Doch, auch. Doch. Ach, da ist man nicht raus, wenn man es berührt. Genau. Nein. Okay. Ja, war doch super. Naja. Genau, und jetzt kommt dann der nächste dran. Ja. Ja, dann darf ich jetzt mal kurz. Ach so, da musst du nicht. Ja, Genau. okay, klar, Story, da stand ich jetzt ein bisschen auf der Leiter. So, der ist jetzt näher. Das heißt, jetzt kommt der Also nächste wieder. näher als du ran kann man doch gar nicht mehr, oder? Ja, man kann sie wegschießen. Ach so. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Pétanque und Bull? Bull ist wie Federball. Und Pétanque ist wie Badminton. Also das eine ist Spaß und das andere ist Sport. Das Schöne am Bull ist, dass es generationenübergreifend ist. Also da spielt der Opa mit seinem Enkel. Es gibt auch keine Diskriminierungen zwischen in Anführungszeichen Schwarz und Weiß oder überhaupt, wo die Leute herkommen. Das kann jeder mit jedem spielen und man versteht die Sportart sofort. Ja, das stimmt. Denn es ist ja nur eins gegeben. Ich muss so nah wie möglich an dieses kleine bunte Ding dran. Und das entscheidet sich jetzt mit der dritten Kugel von uns allen. Oder jeder hat 3 und dann wird geguckt, wer hat gewonnen. Genau. Sieht gut aus. Das Bravo. war zum Beispiel so. Richtig. Meine weggeschossen. Ja, gut. Und jetzt in dem Fall liegst du mit deinen Kugeln am nächsten. Das Krass. heißt, du hast jetzt 2 Punkte. Also manchmal ist das so eng. Ja. Da muss man da auch mal mit Müsst ihr dem ausmessen. Metermaß Okay. auf Millimeter dann gehen. Ja. Das war jetzt aber wirklich Anfängerglück. Burg Pfalz-Grafenstein und Oberwesel weisen uns dann den Weg zur bekanntesten Sehenswürdigkeit auf unserer Strecke. Und hier ist die William-Turner-Route. Das heißt, man kann hier ziemlich genau nachvollziehen, welche Bilder der Maler hier gemacht hat, weil die Rheinlandschaft hat ihn sehr inspiriert. Das funktioniert einfach so. Einfach den QR-Code fotografieren und dann kann man das hier auf dem Standort direkt mit der Landschaft vergleichen. Ja, und man sieht die große Ähnlichkeit. Bei ihm halt alles viel romantischer.
Mein Highlight heute ist ganz leicht, weil ich endlich einen Sport gefunden habe, wo so ein bisschen Talent vorhanden ist. Pétanque spielen, das finde ich einfach schön. Hier direkt am Rhein, man steht entspannt miteinander, kann sich noch unterhalten, schwitzt nicht allzu viel, das fand ich super. Und das andere Highlight ist natürlich hier im Hintergrund immer wieder eine Reise wert, die Loreley. Es gibt viele kleine Hotels und Pensionen hier, die sich auf Radfahrer eingestellt haben. Und nach einer einigermaßen erholsamen Nacht gehe ich dann auf meine letzte Etappe. Weiter führt uns der Euro-Velo-Weg 15 am Rhein entlang von St. Goar via Boppard nach Rennes. Und von dort ist es dann nur noch ein kurzer Sprung bis zu unserem Ziel in Koblenz. Auf der Strecke treffe ich dann unerwartet ein sehr gut gelauntes Radfahrerpärchen. Ihr seht sehr gut ausgerüstet aus. Wie lange ist denn eure Tour? Dies ist unser 6. Tag. Wir haben uns auf 6 Monate vorbereitet für diese Reise. Wir fahren heute Richtung Mainz und wo wir enden, wissen wir noch nicht. Aber wir wollen nach Kirgisistan. Wir hoffen dort in 6 Monaten anzukommen, aber es gibt tatsächlich kein endgültiges Ziel. Ihr seid gerade erst los und jetzt entdeckt ihr den Rhein. Gefällt's euch hier? Ist es euer erstes Mal am Rhein? Ja, für mich ist es das erste Mal. Es ist wunderschön. Ich mag besonders die Hügel mit den Weinbergen. Das ist auch sehr schön. Wollt ihr nur so ein bisschen Auszeit haben zur Erholung oder was ist die Idee hinter eurem Trip? Es ist eine Art Sabbatical. Ein Gesichtspunkt ist für uns selbst, wie wir miteinander zurechtkommen. Aber wir haben auch beschlossen, für ein Projekt zu radeln. Tatsächlich wollen wir gerne Spenden sammeln für das Projekt. Es heißt Cycling for Education. Wir wissen von anderen Projekten aus Indien, dass gespendete Fahrräder Kindern wirklich helfen, in die Schule zu kommen. Und ich mag die Idee, Fahrrad zu fahren, um Fahrräder zu kaufen. War schön, euch kennengelernt zu haben. An Boppard und Spey vorbei radeln wir Richtung Rennes. Neben dem schönen Ortskern gibt es in Rennes noch eine Besonderheit. Herr Behrensen, ich hätte ja jetzt erwartet, dass wir hier umsummt, umschwirrt sind, aber das funktioniert nicht mit den Bienen. Nee, leider Gottes haben wir heute mal etwas schlechteres Wetter hier am Mittelrhein und deswegen können wir unsere ganzen Bienen, unsere zusätzlichen bis zu 80.000 Mitarbeiterinnen heute nicht präsentieren. Die sind heute mal im Wasserstand und haben entsprechend heute keinen Dienst. Man kann ja hier ein paar dann auch sehen, wie es ein bisschen rein und raus geht, aber auch der Blütenstaub und sowas, das ist ja dann, funktioniert ja auch alles im Moment nicht. Das ist ja alles nass. Ja. Aber die Bienen spielen generell für Sie eine wichtige Rolle. Ja, wir haben im Rahmen unserer Strategie, als wir hier unseren Brunnen übernommen haben, haben wir uns 3 Wertsäulen gesetzt. Und das ist, wir wollen sozial, ökologisch und gesundheitsorientierter werden. Und das Ökologische ist eben für uns auch sehr, sehr wichtig, weil die Bienen eben ein ganz wichtiger Teil unserer Nahrungskette sind. Und wir haben das Motto ausgegeben, ohne Bienen wäre es nur Wasser, denn keine Limonade würde funktionieren, wenn es die Bienen nicht geben würde. Sodass wir dann das Projekt Bee-Partner ins Leben gerufen haben. Was machen Sie hier, um dieses wichtige Tierchen zu unterstützen? Also wir haben zum einen, wir haben ja mehrere Bienenstöcke hier aufgestellt. Auf der anderen Seite kooperieren wir aber auch mit Imkern hier vor Ort. Es gibt hier im Nachbarort im Waldesch gibt's den
den Imkerverein Bee Together, wie der Name so schön sagt. Also entsprechend passt das ja auch wieder sehr gut auch zu Bee Partner. Als ganz wichtiges Beispiel, dass wir zum Beispiel einen Schleuderwagen jetzt mitfinanziert haben, weil es gibt immer mehr Hobby-Imker, was eine ganz tolle Entwicklung ist. Weil im Endeffekt ja wir alle was dafür tun können, dass wir mehr Bienen und mehr Insekten bei uns in der Welt haben. Und diese Hobby-Imker haben häufig nicht die Möglichkeit, hygienisch sauber den Honig zu schleudern. Und dafür haben wir jetzt einen größeren Schleuderwagen angeschafft. Und der kam mittlerweile so gut an, dass sogar aus Bayern erste Anfragen von Imkern kamen, ob der Imkerverband von hier nicht mal darüber fahren kann. Finde ich toll. Die fahren dann und schleudern für andere Imker? Das ist quasi wie ein Anhänger, wo die Technik drin ist. Ja. Die fahren dann zu den Imkern und dann wird dann der Honig da drin geschleudert. Und Ihre Bienenliebe, wann entstand die? Wie ist die gewachsen? Ach, das war eigentlich Zufall, weil wir gesagt haben, wir haben eine schöne Brunnenwiese und hier blüht es. Jetzt sieht man es vielleicht nicht so sehr, aber wir haben ja auch ganz tolle Ernten immer schon gehabt. Das zeigt also, dass es hier wirklich viele Blüten gibt. Und wenn man dann darüber nachdenkt, wie wichtig das ist, um etwas Frucht in die Limonade zu kriegen, ist es für uns umso wichtiger, dass wir unseren Beitrag dazu leisten. Und entsprechend ist daraus dieses ganze Projekt entstanden. Toll. Schlussspurt bei wirklich heftigem Regen. Nass, aber ich bin gelandet bei einem perfekten Hintergrund, das Deutsche Eck in Koblenz nach 270 Kilometern. Sie haben es gemerkt, die Tour war schön, die Landschaft, die Leute gut gelaunt. Das Wetter hat nicht immer mitgespielt und deshalb bin ich ganz froh, dass ich so ein wassertaugliches Geburtstagstierchen mit dabei hatte. Unsere schöne 10-Jahresente. Ja, jetzt haben wir insgesamt den Euro-Velo-Radweg präsentiert in der Expedition. Den ersten Teil hat mein Kollege Ramon gemacht. Der ist in Konstanz gestartet und hier ist jetzt... Achtung, jetzt muss ich doch mal gucken. Ja, bei manchen Leuten ist es so, man spricht von ihnen und schon rufen sie an. Hallo Ramon. Hallo liebe Anna. Grüß dich. Hi, hi. Komm doch mal vorbei, ich habe eine Überraschung für dich. Ich bin in der Seilbahn. Okay. Okay, bis gleich. Ja, dann machen wir das mal. Jetzt noch eine Überraschung in Koblenz. Zum großen Finale mit Ente. Oh, eine schöne Überraschung. Geburtstagskuchen. Ja, 10-Jähriger. Das finde ich richtig gut. Eine Gabel für dich. Dankeschön. Hey, wie war deine Reise? Ein bisschen nass jetzt gegen Ende, das merkst du ja. Wie war es bei dir wettermäßig? Auch alles drin, ne? Aber es war wunderbar. Von allem was, ne? Von allem was dabei. Was hat dir gut gefallen oder was war so für dich das Coolste? Es war aufregend insgesamt. Das Schönste war für mich eigentlich so eine Dirtbike-Strecke. Wir waren mit so Radlern unterwegs, die ja auf so einem Parcours rumfahren und waghalsige, lebensgefährliche Manöver machen. Und, hast du dich auch mal was? Ja? Ich habe mitgemacht. Welche mal raus? Ich bin nicht abgesprungen. Also ich bin nicht über so einen Hügel gesprungen, aber ich bin zumindest runtergefahren. Es war toll. Alle Achtung, Ja, sehr, sehr gut. Danke. Mein Highlight waren 2 Leute, die unterwegs waren, ein Pärchen aus Belgien. Die fahren den Weg, um Geld zu sammeln, aber die fahren nicht nur unseren Weg, die fahren bis nach Kirgisien und sammeln Geld für Kinder in Indien, damit die Fahrräder haben, um zur Schule zu kommen. Und das fand ich krass. Und so körpermäßig ging. Muskelkater. Kein Problem. Hinternschmerzen. Ein bisschen. Ja. Aber ein Polster dabei gehabt. Hast du auch so eine Polsterhose? Ein eingebautes Polster, ja.